addicted. No, you're not that good. I know you love me, I felt it. So strong, that strong. And it was something kinda crazy, but never not honest. I know you love me, I felt it, but you're gone, so gone. When I know you're not alone. Herzlich willkommen! Schön, dass du da bist zur Episode 4 meiner Alpentour. Mittlerweile haben wir den 5. Tag der Tour und ich blicke wehmütig auf den gestrigen Tag zurück, wo ich 6 fantastische Dolomitenpässe gefahren bin. Ein Tag, der mir noch lange in Erinnerung bleiben wird. Tankstopp in, wie heißt das? Caraccione oder so ähnlich. Also hört sich wie eine Pizza an. So, Zündung aus, Tankding ab, weil die Zündung muss aus, sonst kriegt man den Tankdeckel nicht auf. Was kostet jeder Liter? 95 E5 der Liter Euro. 1,61,9, 1,62. Oh, nicht gerade wenig, ne? Und go. Grazie. You could imagine what we have imagined. When I know you're not alone, I can feel you feel alone. No, you chose to let me go, but God, I still hope that you come looking for me. So, und ich mache mich nun weiter auf die Spur. Heute wird die Sellerrunde zu Ende gefahren. Der Plan sieht vor, das Sellerjoch, das Grödnerjoch, den Würzpass und den Mendelpass zu rocken. 4 weitere Highlights warten auf mich. Na dann, viel Spaß. Oh, mir juckt das Ohr. Ist da eine Spinne drin? Oh, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und hier mal schön auf dem Pass einen Blitzer. Ne? So, fein, 50. Oh, juckt immer noch. Was ist das? Eine große Spinne. So, wir müssen jetzt hier rüber. Zum Podoi-Pass sind wir gestern, jetzt kommt zum Seller.
So, und dann schauen wir uns doch einmal das Sellerjoch an. Der Pass ist Teil der Sellerrunde und verbindet das Grödnertal mit dem Fassertal und steht für die meisten Motorradfahrer auf der To-Do-Liste. Im Westen thront der Langkofel mit seinen 3181 Metern Höhe, der Hauptgipfel der Langkofelgruppe in den Grödner Dolomiten. Er ist ein bekannter Kletterberg, es gibt aber auch zahlreiche tolle Wanderwege, die entdeckt werden wollen. Natürlich gibt es noch ein paar Daten. Das Sellerjoch selbst ist 23 Kilometer lang, die Scheitelhöhe liegt bei 2213 Meter und die maximale Steigung beträgt 11%. Ich fahre die Nordrampe vom Sellerjoch herunter, die wiederum flüssig in das Grödnerjoch übergeht. Wir schlängeln uns die Straße Passo Gardena hinauf, immer an den senkrecht abfallenden Felswänden entlang, wo auf 2964 Meter das überdimensionale Gipfelkreuz des Piz Miara wie ein Wächter über dem Grödnertal steht. Oben auf der Passhöhe angekommen, empfehle ich euch, auf der Sonnenterrasse des Restaurants Platz zu nehmen. Hier habt ihr an klaren Tagen einen einzigartigen Panoramablick auf die traumhafte Kulisse der umliegenden Dolomiten. Das Grödnerjoch selbst ist ein auf 2121 Metern gelegener Gebirgspass und ist 28 Kilometer lang. Er verbindet das Grödnertal mit dem Gardatal und wurde 1915 erbaut. Die Fahrbahn schlängelt sich bis zur Passhöhe über 17 Spitzkehren. Der Maximalanstieg in beiden Richtungen beträgt 12%. Das Würzjoch war anfangs für mich eher ein, ich sag mal, nehme ich mit Pass. Aber erst als ich ihn gefahren bin, war ich positiv angetan. Der Pass liegt auf 1982 Meter Höhe, hat eine Länge von 49 Kilometer und sehr gut ausgebaute, aber schmale Auffahrten. Ich lasse euch ganz kurz an der Abfahrt über die Landesstraße 29 teilhaben, da ich zum Mendelpass weiterfahre. Hier herrschte extrem wenig Verkehr bei perfektem Wetter. Schaut euch die Kurven an.
nehme Kurs auf in Richtung Österreich und fahre den letzten Pass meines 5. Tourtages, den Mendelpass. Der Pass selbst liegt südwestlich von Bozen zwischen Südtirol und Trentino und er gilt auch als Sprachgrenze zwischen dem deutsch- und italienischsprachigen Tirol. Ich befahre den Mendelpass von Osten über die Strada Statale 42. Die Strecke hier links im Bild sind 14 Kilometer bis zum Passkamm. Hierbei komme ich in den Genuss von zahlreichen tollen Kurven mit einer sanften Steigung von 6 bis 7%. Oben an der Nordwestrampe angekommen, sollte man schwindelfrei sein, da die Straße sehr eng an den Felsen platziert ist. Hier hast du auch die Möglichkeit, am Straßenrand anzuhalten und die tolle Aussicht zu genießen. Fahrt den Pass am besten morgens oder am späten Nachmittag oder abends. Am Tag soll er sehr überlaufen sein, wie viele bekannte Alpenpässe. Wie man im Video sieht, ist es bereits Dämmerung und die Straße entsprechend leer. Oben angekommen bist du 1363 Meter hoch. Der Pass an sich ist 30 Kilometer lang und die maximale Steigung beträgt 10%. Panorama Hotel Penegal. Jo, naja, für den Preis darf man nicht mehr erwarten, ne? So I will trust you. So I will trust you with my life. Nach einem anstrengenden Tag sortiere ich bei einem Bier die Videodaten und bereite mich auf den letzten Tourtag vor. Die Befahrung des höchsten asphaltierten Gebirgspasses Italiens, die Nummer 2 in den Alpen, das Stilfser Joch. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass ich morgen einen unangenehmen Schock erleben werde. Aber das siehst du in der nächsten und letzten Episode meiner Alpentour. Das Abenteuer geht weiter. Lord, I will trust you with my life. Dieser Ausblick